Freunde und Zuschauer an den Bildschirmen. Wir freuen uns, unsere Urlaubsfahrt im Sommer 2024 mit euch teilen zu können. Wir fahren nach London und ihr habt vielleicht den ersten Teil unserer Reise schon verpasst. Der Link dahin ist oben rechts. Gestartet sind wir in Duisburg am Rhein. Gekommen sind wir tatsächlich bis Dünkirchen in der Normandie. Heute soll es gemäß diesem Fahrplan weitergehen. Wir fahren über den Ärmelkanal in die Themse-Mündung. Morgen sagt der Plan, wir kommen in London an. Aber dort sind wir noch nicht. Lange nicht. Heute ist der 11. Juli. Wir haben 2 Hafentage in Dünkirchen gemacht, denn das Wetter war nicht besonders gut für die Überfahrt. Außerdem fahren wir ja streng nach Fahrplan. Wir haben unsere Ankunft in UK bei den Behörden erst für heute angemeldet. Gestern Abend kam die Nachricht von UK Border Control, dass wir einreisen dürfen. Okay, los geht's! Jeder Bootfahrer weiß, dass es vor dem Ausfahren aus der Box 100 Handgriffe braucht, bis alles klar ist. Aber dann geht es los, wir kämpfen uns aus der kleinen Box und der schmalen Gasse. Bei unserer Ankunft haben wir es geschafft, den gesamten Dieselvorrat der Tankstelle in unseren Tank zu befördern. Der ist aber nicht richtig voll geworden, der Diesel der Tankstelle war vorher leer. Gestern haben wir den Tankwagen gesehen, Nachschub ist also gekommen. Bis zur Tankstelle müssen wir einmal um den langen Stegkomplex fahren, da wollen wir nämlich noch hin. Wir wollen jetzt voll tanken. Ihr glaubt nicht, was jetzt passiert ist. Wir konnten wieder nicht tanken. Heute gibt es einen elektronischen Fehler an der Zapfanlage. Wir sind wirklich aufgebracht. Und auch etwas aufgeschmissen, denn unsere Tankplanung ist jetzt hin. Was meinst du, sollen wir ablegen? Dann mach mal los! Das war der Befehl zum Verlassen der Europäischen Union. So schön wie es in Dünkirchen auch war, wir haben ein echtes Déjà-vu. Scheinbar gilt in Frankreich, irgendwas ist immer. Wenn wir zusammenzählen, was wir in Frankreich auf dem Wasser schon alles erlebt haben, diese Tankstelle reiht sich nahtlos in die Pannen und Pleiten ein. Tja, liebe Freunde, das mit dem Tanken, das hat leider gerade nicht geklappt. Wir wurden hier eindeutigerweise überrascht davon, dass die Tankstelle ein weiteres Mal kaputt ist. Wir hatten schon vor 2 Tagen ja das Pech, dass wir kein Diesel mehr bekamen, dass die Tankstelle leer war. Und heute hat sie ein elektrisches Problem. Ja, jetzt stehen wir da und müssen mit 100 Liter weniger, als wir eigentlich haben wollten, müssen wir jetzt losfahren. Damit werden wir nach London kommen. Aber der Plan war ja sogar unter Umständen mit allen unseren Vorräten bis nach London zu fahren und wieder zurück nach Ramsgate, um dort zu tanken. Das werden wir jetzt nicht mehr schaffen. Also wir werden also in London tanken müssen. Aber so wie ich mitbekommen habe, scheint es da nicht ganz so einfach zu sein. Da wird es wohl auf das Tanken an einem Bunkerschiff in der Themse drauf rauslaufen. So ist mein Kenntnisstand. Wir fahren aus der langen Ausfahrt aus. Au revoir, Dunkirk. Auf der rechten Seite ist der langgezogene Pier. Das ist der Anleger, wo schon 1940 im Zweiten Weltkrieg die britischen Soldaten hier evakuiert worden sind, als die Deutschen dann kamen und Frankreich in einem Blitzkrieg überfielen, hatte die französische Armee ja nicht viel gegenzusetzen. Und hier im Norden von Frankreich waren viele britische Soldaten stationiert. Und man hat dann in einer Nacht- und Nebelaktion versucht, diese Briten außer Landes zu bringen. Und da wurde von dieser Rampe aus, von dieser Pier aus, wurde diese Aktion gestartet, wo binnen weniger Stunden, ich weiß nicht, zigtausend, es waren 60.000, 70.000 Soldaten hier dann über den Kanal gesetzt worden sind. Das hat hier
schon eine historische Bewandtnis. Generell Dünkirchen ja im Zweiten Weltkrieg eine der am stärksten gelittenen Städte hier an der Nordküste Frankreichs. Aber heute schönes Wetter gemeldet, eigentlich den ganzen Tag über. Und ich kann jetzt schon bis auf die rote Tonne schauen hier, ohne Probleme und ohne meine Brille. Dann wollen wir hoffen, dass es heute so bleibt. Gemeldet sind 0,6 bis 0,4 Meter Welle inmitten des Kanals. Wind liegt bei 3 bis 4, manchmal 5 in Böen. Das verheißt erstmal eigentlich eine brauchbare Fahrt und alles andere werden wir später erfahren. Das ist natürlich immer so. So, Hafenausfahrt. Oberdünkirchen, also Dunkirk. So, jetzt sehen wir auch hier die grüne Molenbefeuerung. Die ist nicht etwa grün, weil es sich um Steuerbord handelt, sondern die zeigt, dass hier kein Verkehr ist. Können wir ausfahren. So, ein bisschen Welle haben wir. Fahren knapp 7 Knoten mit 1400 Umdrehungen. Wind kommt von, ich würde sagen, West. Ja, schönes Kraftwerk da hinten. Und das ist der Plan unserer heutigen Fahrt. Es geht zunächst durch ein küstennahes Fahrwasser von West, bevor wir zu den Verkehrstrennungsgebieten abzweigen. Wind und Welle kommen zunächst von vorn, später von Backbord voraus bis querab. Das macht uns bereits kurz nach dem Start durchaus etwas Geschaukel auf der Nordsee. Wenn es nicht mehr wird, wollen wir uns aber nicht beklagen. Mittlerweile haben wir die angesprochene Kursänderung gemacht. Die Welle kommt von schräg vorn und wir rollen auch. Da wir die Verkehrstrennungsgebiete im 90-Grad-Winkel queren müssen, können wir den Kurs nicht beeinflussen. Die Verkehrstrennungsgebiete sind heute nur wenig befahren. Trotz unserer gemäßigten Fahrt kommen wir problemfrei durch. Das Wetter ist stabil und nach ca. 2 Stunden Fahrzeit können wir schon wieder Land sehen. Jetzt kommt eine sportliche Übung für uns. Wir müssen beim Eintritt in das Hoheitsgebiet des Vereinigten Königreichs die Q-Flagge setzen. Die gelbe Fahne, die besagt, dass wir Einreisende aus einem anderen Land sind und noch nicht einklariert haben. Trotz der ganzen digitalen Abwicklung im Hintergrund ist das immer noch Vorschrift. Leider ist das handwerklich bei dem Seegang nicht einfach. Wir brauchen 15 Minuten, bis die Flagge gesetzt ist. Liegt aber hauptsächlich an unserer unzugänglichen Flaggenhalterung. Worauf wir aber verzichten, ist das Setzen der richtigen Gastlandflagge auf dem offenen Meer. Dafür ist unser Boot wirklich nicht geeignet, im Wellengang über die schmalen Gangboards auf das Deck zu laufen und dann am Flaggenstock weit vor dem Anker am Textil rumzutüddeln. Das holen wir nach, wenn es gefahrloser ist. So, wir haben UK voraus, weil wir gerade etwas abgedreht haben vom Kurs. Denn wir fahren jetzt nicht drauf zu, sondern wir fahren an der Insel entlang. Noch sind wir nicht da. Aber Ramsgate kommt in den Blick. Und wir haben einen Schmetterling vor dem Bug. Auch nicht schlecht. Ja, zumindest ist der Schmetterling schneller als wir. Die Überfahrt war teilweise ganz schön ruppig.
Lag daran, dass wir in der heutigen Nacht noch relativ viel Wind hatten und sich die Welle noch aufbauen konnte. Und natürlich auch, dass wir in einem Zeitfenster gefahren sind, wo wir Strom gegen Welle hatten. Nun gut, das kennt man. Seitdem wir durch das zweite Verkehrstrennungsgebiet sind, ist es jetzt etwas besser. Wir kommen auch so langsam in die Landabdeckung rein. Dann werden die Wellen moderater. Aber unser Kurs ist noch nicht so glücklich. Gegenüber der Welle sind wir noch ein bisschen durchgeschaukelt. Wir haben die Zeiten, die Uhren schon umgestellt. Wir haben jetzt 1 Stunde mehr Zeit, bis wir schlafen gehen müssen. So, wir haben jetzt die Tonne Goodwin Northeast erreicht. Fahren ordnungs- und vorschriftsgemäß in Ost daran vorbei. Eigentlich hatte unsere Planungslinie die Tonne links liegen lassen, also rechts liegen lassen. Wir wären links vorbeigefahren. Haben wir jetzt mal natürlich geändert. Wir wollen ja nicht auffällig werden. Wer weiß, wer unsere Fahrt hier rund um JB alles so kontrolliert und überwacht. Es gab schon 2 Pan-Pans, die wir allerdings nicht 100%ig verstehen konnten. Es war von People also von Persons in Water die Rede, aber nicht ganz klar. Das Wasser hat sich beruhigt. Die Wellen sind jetzt sehr, sehr übersichtlich. Was noch gegen uns ist, ist die Strömung mit einem ungefähren Knoten. Ich lese gerade 1,3 Knoten wird angegeben. Ja, das kann sein. Vor uns liegen noch 2 Frachter auf Rede. Den werden wir aber ganz elegant dran vorbeiziehen. Dann werden wir uns mal langsam aufmachen in Richtung Princess Channel. Und wenn es so weitergeht mit der Wasserberuhigung, dann werden wir gleich auch noch ein bisschen zügiger fahren können. Wir sind auf der Höhe von Ramsgate und sehen schon die weitere Schifffahrt, die Richtung Themse unterwegs ist. Wenn wir auf deren Höhe ankommen, müssen wir auch durch die schmalen Fahrwasser navigieren. Das gesamte Gebiet der Themse-Ansteuerung vor Margate ist durchzogen von Senden und Flachs. Es gibt nur wenige Passagen, die uns wirklich sicher erscheinen. Heute fahren wir hinter den Margate Sand und durch den Queen's Channel sowie Princess Channel. Es gibt noch 2 weitere maritime Sehenswürdigkeiten auf unserer heutigen Route. Jeder, der hier schon mal unterwegs war, kennt sie. Hier kommt die erste in der Ferne. Ja, wir haben es fast geschafft. Wir sind schon den ganzen langen Weg über der Sheppey reingefahren und haben jetzt hier vor uns die Shivering Sand Towers. Das sind die Befestigungsanlagen, die man im Zweiten Weltkrieg errichtet hat, damit man hier die Deutschen abfangen konnte, die auf dem Seeweg eventuell eingefallen wären. Und das ist tatsächlicherweise ein dramatisches Kulturgut, weil es uns ja wirklich vor Augen hält, in welcher Art und Weise hier die Völker mal Krieg gegeneinander geführt haben. Die Türme wurden 1943 fertiggestellt und dienten der Abwehr der deutschen Schiffe.
1946 wurden sie geräumt und die Bewaffnung demontiert. Leider ist sie an Baufälligkeit kaum zu überbieten, obwohl es immer noch halb private Bootstüren mit Besichtigung der Plattform gibt. Natürlich stehen auch Kardinaltonnen rund um das Gebiet. Gar nicht mehr lang und wir treffen auf Sehenswürdigkeit Nummer 2. Ganz nah zwischen zwei Fahrwassern liegt hier das Wrack der US Richard Montgomery. Im Jahr 1944 ging der Frachter voll beladen mit Munition und Sprengstoff hier vor Anker. Der aber hielt nicht und das Schiff trieb auf eine Sandbank. Wegen der Belastung durch die Tiden zerbrach es bald, noch bevor die Ladung abgeborgen werden konnte. Seitdem liegt hier das Wrack und darin die verbliebenen Sprengstoffe. Ein hochexplosives Thema. Und bei Ebbe noch besser zu sehen als jetzt. Wenn man nach London mit dem Boot kommt, muss man ein festes Ziel haben. Ein Hafen zum Beispiel. Aber alle Häfen liegen hinter Schleusen, denn die Themse ist in London Tidenrevier. Und um in den Hafen zu schleusen, gibt es nur um Hochwasser etwa 2 Stunden, in denen das geht. Heute lässt uns die Tide nicht mehr in einen solchen Hafen kommen. Bis London ist es noch weit und nachts sind die Schleusen der Häfen meist nicht in Betrieb. Also Plan B. Wir machen es so wie auch die meisten Seglern. Das erste Anlegen passiert in Queenborough in der Swale. Das liegt ganz im Westen der Isle of Sheppey. Wir müssen zunächst in den Medway River einfahren. Als wir dann in die Swale einbiegen, macht unser Kameraakku schlapp. Schade. Wir haben keine Bilder vom Anlegen an der gar nicht stattlichen Einrichtung The Sir Robin Knox Johnson Pontoon. Der Sir ist der erste Einhand-Nonstop-Weltumsegler und hat bei seinem Besuch an dieser Metallplattform den Hafen als den seinen tituliert. Und heute haben wir einen freien Platz an diesem denkwürdigen Ort bekommen. Unser Eintritt nach UK. Das ist nicht selbstverständlich und später wird es auch noch voller hier. Alternativ sieht man im Hintergrund die vielen Mooringbojen, die man auch belegen kann. Wir sind also da, außerhalb der EU. Und deshalb stellen wir der Hafenmeisterin die Frage, ob wir jetzt die gelbe Q-Flagge abnehmen dürfen. Das kann sie aber nicht beantworten, sieht sich unsere Permissions, die wir als SMS erhalten haben, an. Sie sagt, dass es bald jeden Tag neue Regeln gibt, googelt im Web und macht auch einen Anruf. Sie ist dann etwas verzweifelt. Aber wir wissen, was zu tun ist. Runter mit der Flagge. Wir sind eingereist, unserer Meinung nach. Border Control und Customs und Immigration können uns jetzt mal. So ähnlich haben wir die Flagge draußen im welligen Ärmelkanal auch gesetzt. Ich hoffe, ihr versteht, warum das so lange gedauert hat. Welcome to UK, haben wir irgendwo auf dem Pontoon gelesen. Danke dafür. Im Gegensatz zu den anderen Seglern hier haben wir vor, den Ort zu erkunden. Los geht's! Da treffen wir noch am Pontoon auf Sheppey One. Das ist das Zubringerboot für die Liga an den Moorings. Man kann es per Funk zum Abholen rufen. Der Steg zum Land ist wirklich sehr lang, aber wir sind froh, am Pontoon zu liegen und direkt rüberlaufen zu können. Erste Inspektion, die Treppe neben der Hochwassersperre. Wenn denn Hochwasser sein sollte, funktioniert. Danke, Ladies. Und schon sind wir im Ort, der wirkt auf uns wirklich typisch englisch.
Wir laufen einmal komplett durch die westlichen Hauptstraßen, denn groß ist Queenborough wirklich nicht. Es gibt noch einen landseitigen Hafen, der aber komplett trocken fällt. Außerdem werden hier keine Gästeplätze angeboten. Aber auch hier kämpft man gegen die eine oder andere Leiche auf dem Wasser an, in Form von abgewrackten Booten. Katzen dagegen gibt es hier auf der Insel viele. Aber erst müssen wir noch an der Verständigung arbeiten, um deren Gunst zu bekommen. Immerhin haben wir jetzt auch ein Katzenvideo auf YouTube. Die Verteilung der Telekommunikationsleitung ist aber wirklich sehenswert. Wir fühlen uns entweder in eine andere Zeit oder an einen anderen Ort versetzt und können das Gesehene kaum glauben. Viele Masten mit frei fliegenden Leitungen. So wie in einem Gruselfilm, ne? Der Friedhof scheint hier auch aus der Mode gekommen zu sein. By the way, wir suchen in 4 Pubs im Ort etwas zu essen. Bei 3 Fehlanzeige. Aber überall wollen die heimischen Gäste uns überreden, wenigstens mit ihnen zu trinken. Das war total gastfreundlich und wir waren angenehm berührt. Aber endlich öffnete die Küche im Flying Dutchman und wir konnten dort unseren Hunger stillen. Danach war Ebbe und der Tag auch schon so gut wie um. Es ging vorbei an den jetzt sichtbaren Wracks auf der Sandbank, zurück zum Pontoon, ohne Strom, Wasser, Sanitär. Tja. Aber sehenswert ist der First Touch behind English Waterways schon. Gut, dass wir hier waren in Queenborough. Der nächste Tag im Vereinigten Königreich. Gestern kamen wir nach der Querung des Ärmelkanals in Queenborough an. Nachdem die Anspannung nach der erfolgreichen Fahrt über den Kanal verflogen war, konnten wir uns auf England einstimmen. Wir schlenderten durch Queenborough und, wie sagt man, kamen in UK an. Das war gut. Heute kommt die nächste Etappe, die Themse. Man hört in Seefahrerkreisen so viel über die Themse, tidenabhängig, große Güterhäfen und große Seeschiffe, Untiefen, viele Fahrvorschriften. Das erzeugt bei uns als Hobby-Bootfahrer natürlich Respekt. Jetzt in der Ebbe legen wir am Pontoon in Queenborough ab. Gott sei Dank ist der ja immer im freien Wasser. Das Wasser läuft auch schon auf, wir wollen mit der kommenden Flut bis London fahren. Das Wetter ist trocken, aber stark bewölkt. Wir haben auch noch einen ganz guten Wind aus Süd bis Südwest. Hier in der Swale sind die vielen Mooringbojen, die vom Queenborough Yacht Club betrieben werden. Erstaunlich, dass an jeder dieser Moorings bis zu 4 Boote vorgesehen sind, die daran festmachen. Wir haben übrigens für unseren ersten Aufenthalt in UK am Pontoon 30 Pfund bezahlt. Ohne Wasser, Sanitär oder Dusche und ohne Strom. Die Fahrt nach London ist wohl der am genauesten geplante Abschnitt des gesamten Turns. Wie schon erklärt, die Schleuse zum Hafen öffnet nur in einem bestimmten Zeitfenster. In unserem Fall sind das etwa 2 bis 2,5 Stunden. Wobei der Hafen anmerkt, dass in der Regel nur 2 Schleusungen geplant sind. Die Briten sind tatsächlich um einiges planvoller als andere Nationen. Wir wurden nach der Buchung unseres Liegeplatzes genau befragt, wann wir denn eintreffen würden. Und das haben wir mit 16:30 Uhr Ortszeit beantwortet. Jetzt ist es ca. 12:30 Uhr. Auch wenn wir keine Erfahrung auf der Themse haben,
Die bummeligen 4 Stunden für die Fahrt haben wir über den dicken Daumen kalkuliert. Eine Mischung aus unserer Erfahrung auf Binnenstraßen mit einer Portion Angstzugabe und Restsicherheit. So könnte man sagen. Hoffentlich geht alles mit dem Zeitplan gut. Kommen wir zu spät, dann müssen wir vielleicht lange auf die nächste Schleusung warten. Vielleicht an einer Mooringboje, vielleicht aber auch einfach im fließenden Wasser herumtreiben. Und kommen wir zu früh? Ja, dann vielleicht das Gleiche. Beides also eher blöd. Wir sollten pünktlich da sein. Ob das die Briten im Hafen auch sind? Pünktlich? Wir kommen ja gerade aus Frankreich, da ist das so eine Sache. In Sicht kommen jetzt die großen Containerkräne. Allerdings sind die nicht in der Themse, sondern im Medway. Dort gibt es auch große Frachthäfen. Der kleine rote Kreis zeigt unsere aktuelle Position. Und in Sachen Windkraft machen uns die Briten ja sowieso etwas vor. Wundert also nicht, dass auf dem Ro-Ro-Terminal Windmühlen stehen. Neben der großen Autoverladung in Sheerness landet hier auch viel Schüttgut an. Im Großen und Ganzen, hier ist eher Berufsverkehr als Sportbootfahren. Jetzt sind wir wieder nahe der Themsemündung. Rechts in der Ferne sehen wir einige Dinge im Wasser. Später realisieren wir, das sind die Kardinaltonnen um die Reste der Richard Montgomery, die wir gestern an Backbord passiert haben. Heute fahren wir aber nicht mehr dort vorbei, sondern drehen über den Sheerness Middle Sand nach Backbord in Richtung Themse ein. Nachdem wir in der Themse unser vorgesehenes Fahrwasser gefunden haben, drehen wir noch einmal auf Warpgeschwindigkeit. Hier ist nichts los und wir haben freie Bahn. Unserem Zeitplan kommt das entgegen. Wir befinden uns jetzt im Vessel Traffic Service von London. VHF-Kanal 69 und bald 68. Die näher kommenden Containerkräne sind aber jetzt wirklich in der Themse. Das ist der London Gateway Port auf Canway Island. Damit wir, also als Sportboot, nicht mit der Großschifffahrt zusammentreffen, liegt unser Fahrwasser auf der Südseite des Flusses. Das ist eigentlich eine gute Regelung, man muss sie aber auch kennen. Jetzt fahren wir an den Kaianlagen vorbei, das nimmt sich schon alles recht groß aus. Trotzdem heute kein nennenswerter Verkehr. Wir können die Gleitfahrt auf unserer Linie weiterfahren. Hinter diesem großen Hafen kommt uns erstmal nichts Besonderes vor die Linse. Vermutlich erkennen wir aber viele Dinge am Ufer überhaupt gar nicht. Im weiteren Verlauf werden wir das Fahrwasser auf die Steuerbordseite kreuzen. Das ist festgelegt. Der Fluss wird enger und wir langsamer. Die Themse in Richtung London bergauf. Und wir nähern uns jetzt hier langsam aber sicher in etwas engeren Bereichen, die aber immer noch mit großen Industrieanlagen gefüllt sind. Ein merkwürdiges Bild für uns, die wir da vom Rhein kommen. Denn bei uns gibt es eine klare Uferlinie, natürlich mit einem entsprechenden Uferschutz und Hochwasserschutz. Und hier sieht alles wirklich so aus, als wenn die Themse niemals höher werden kann, als das, was eine durchschnittliche Flut hier anrichten könnte. Das ist ja auch so, wenn man in ein, doch sehr, also zumindest erstmal hochgradig unbekanntes Gebiet fährt, was aber dann auch noch sehr, sehr viele Eigenheiten hat. Wir hatten schon einen Seitenwechsel auf der Themse, wir mussten hinter dem Hauptfahrwasser fahren. Da achtet man natürlich schon drauf, dass man das alles richtig und korrekt macht. Und man ist einfach gar nicht in der Lage, sich auf jedes Detail zu konzentrieren, vor allem nicht bei der ersten Fahrt. Auf der Rückfahrt wird das schon anders sein. Momentan
halten wir ja auch noch gut Ausschau nach allem Möglichen, was uns hier eben halt vor den Bug kommen könnte. Alles kriegt man dann doch nicht so richtig hin. Und erstaunlich natürlich auch für uns am Rhein, da liegen ab und zu einmal vor den großen Hüttenwerken ein paar Schuber im Wasser, die da eben halt festliegen. Und hier liegt alles im Wasser. Hier wird alles an irgendwelchen Tonnen festgemacht. Hier wird alles an leichten, losen Pieren fixiert. Das ist hier so Usus. Vor uns die Sportboote, ich bin mir ziemlich sicher, die liegen auch alle nur an leichtesten Stegen oder an Moorings. Werden wir gleich sehen. Bei Broadness, einer Landspitze mit einem charakteristischen Turm, sehen wir zum ersten Mal fahrende Schiffe. 2 Schlepper kommen uns entgegen. Und dann auch ein seegehender Tanker. Das ist der Unterschied zum Rhein. Dort sieht man nur Binnenschiffe, was ein wirklich anderes Bild ist. Bis jetzt ist der Verkehr aber in Quantität überhaupt nicht vergleichbar mit unserem Rhein. Uns kommt das natürlich entgegen. Ja, voraus die berühmte Themse überspannende Brücke, Queen Elizabeth II, nach ihr benannt. Und ja, das ist so ein bisschen das Einfalltor zum Londoner Außenstadtbereichen. Hier wird so ein bisschen ab hier nach London gezählt. Hoffentlich passt das, wenn wir unter der Brücke durchfahren. Diese Angst, die haben nicht nur Segler. Aber ich glaube schon. Zum Not klappen wir die Antenne. Die Brücke ist 137 Meter hoch und 812 Meter lang. Nach Elizabeth II. Benannt und wurde 1991 eröffnet. Parallel zur Brücke verlaufen unter der Themse noch 2 Tunnel mit einer Autobahn. Und dann erhaschen wir unseren ersten Blick auf die Londoner Skyline. Zufällig fällt eine Sichtlinie zwischen Hügel und Bebauung, aber so klein das Fenster ist, so schnell fällt es auch wieder in sich zusammen. Egal, wir wissen jetzt, in welche Richtung unser Ziel ist. Später sind wir im nächsten Abschnitt des Vessel Traffic Service mit VHF-Kanal 14. Für Schiffe und Boote mit mehr als 13,7 Meter Länge gilt auf der Themse Funkgerätpflicht und entsprechend auch die Pflicht zur Anmeldung in jedem der Sektoren. Wir fallen nicht unter die Anmeldepflicht, also bis hier noch nicht. In Margaretness fällt dann auch die Geschwindigkeit auf der Themse auf maximale 15 Knoten. Endlich haben wir dauerhafte Sicht auf die Skyline. Es fällt uns auch noch das große Sperrtor zum Barking Creek auf, wirklich imposant. London WTS. This is motor vessel Magic Moments, over. Magic Moments, London WTS, over. Sorry, we'd like to pass the barrier and if it's possible. Magic Moments, London WTS, answer yes, proceed on, continue. At the Thames barrier, take Golf span, that's the small span on the north side of the river. It's on the starboard side as you approach. A small span between piers 3 and 4 between the green arrows.
Yes, of course, I will do so. Thank you very much. Das Sperrwerk auf der Themse ist weltberühmt, 1984 in Betrieb genommen. 10 schwenkbare Tore über einer Länge von 500 Meter sorgen für eine schnelle Sperrung, falls das Wasser mal zu hoch steigt. Und das Durchfahren muss bei London VTS einzeln erfragt werden. Es gibt Pläne, ein weiteres Sperrwerk in der Mündung zu bauen, das dann auch das gesamte Vorland schützen kann. In Zeiten des Klimawandels und Meeresanstiegs könnte das Sperrwerk hier in London vielleicht nicht mehr hoch genug sein. Aber jetzt fahren wir erstmal durch. Jetzt sind wir aber wirklich im inneren Londoner Stadtgebiet angekommen. Die Themse wird überspannt von der ersten städtischen Seilbahn in UK, der London Cable Car. Seit 2012 zu den Olympischen Spielen kann man damit die Themse zwischen Greenwich und Docklands queren. Ob wir auch mal damit fahren werden? Wer weiß. Es geht Schlag auf Schlag. Der als Millennium Dome erbaute Kuppelbau ist der größte der Welt. Die O2 Arena ist ein riesiger Veranstaltungsbereich. Echt imposant, jeder auf der Welt kennt dieses Bild. Und das ist ein typisches Narrowboat. In England und Wales ist das eine historische Bootsform bis zu 22 Meter Länge, aber nur ca. 2 Meter breit. Viele dieser Boote dienen heute als Wohnraum auf dem Wasser. Dieses hier fährt eine Kapelle auf der Themse spazieren. Leider haben sie vor der Aufnahme den Song beendet. Schade. Da fällt einem doch das Wissen aus dem Erdkundeunterricht ein. In Greenwich war doch was, oder? Genau. Hier teilt sich die Welt in die westliche und östliche Hemisphäre. Und die Uhren zeigen hier die UTC, also Coordinated Universal Time, die koordinierte Weltzeit an. Und die Teilung, der 0-Grad-Meridian, ist genau hier in Greenwich. Jetzt versuchen wir mal, diesen Koordinatenwechsel zu dokumentieren. Leider mehr schlecht als recht. Aber zum ersten Mal haben wir mit Magic Moments diese Linie durchfahren. Ist doch was, oder? Sorry für die schaukeligen und nicht blendfreien Bilder. Live war das noch schlechter sichtbar. Greenwich, das ist ein gar nicht so kleiner Stadtteil in London. Dominiert durch die O2 Arena ist der ganze Landzipfel an der Themse ein riesiges Veranstaltungsareal. Hinter dem großen Zaun liegt ein Golfplatz. Das ist eine der berühmten Uber-Fähren, die hier über die Themse heizen, und da ist unsere Gleitfahrt dagegen nichts. Ah, nicht schlecht. Diese viel zitierte Welle, von der aber alle immer schreiben und davor Angst haben, die ist halb so spektakulär, würden wir sagen.
Bekannt ist Greenwich natürlich für die Greenwich Mean Time und das Observatorium. An der Wasserlinie finden sich noch ein paar weitere nennenswerte Blickpunkte. Da ist das alte Royal Naval College und heutige University of Greenwich, das National Maritime Museum und, das haben wir in unserer Vorbereitung völlig übersehen, an Land der letzte britische Teeklipper Cutty Sark, heute ein Museumsschiff. Mehr von dem Stadtteil kennen wir jetzt noch nicht. Das soll sich noch ändern. Ein kleines Stück weiter an Steuerbord das als Canary Wharf bekannte Viertel auf den Docklands. Bekannt ist das Wirtschaftszentrum für seine starke Finanzwirtschaft und die entsprechenden Hochhäuser der Banken. Auch exklusive Shopping-Malls gibt es hier. Und während voraus das große maritime Sightseeing stattfindet, wird anderswo die Welt in einem Smartphone bedient. Tja, jeder nach seiner Fasson. Gut, dass an Bord beides geht. Nochmal Canary Wharf, jetzt nach Achtern heraus. Genau in der Bildmitte sieht man es. Das höchste Bauwerk UKs und Westeuropas. The Shard, übersetzt die Scherbe. Von hier aus sieht man ihnen die 310 Meter und 95 Stockwerke noch gar nicht an. Aber so viel will ich dann vorwegnehmen, wenn man erstmal davor steht. Und wir bekommen das Gefühl, dass wir nicht mehr weit weg vom Ziel sind. Auch das Wasser wird immer unruhiger, vielleicht weil die Ufer alle bebaut und befestigt sind. Im Limehouse Basin gibt es auch Liegeplätze. Aber man hat auf unsere Anfrage überhaupt nicht reagiert. Die Aneinanderreihung früherer Werften reißt hier nicht mehr ab. Die teilweise alten Gebäude sind heute längst Wohn- und Bürogebäude mit 1A-Lage. Man kann sich vielleicht vorstellen, was hier vor hunderten Jahren alles so los war. Und da ja die Uferlinien bebaut sind und das Flussbett an den Ufern trocken fällt, wird alles, was schwimmt, auf der Themse im fließenden Wasser befestigt. Schuten, Bootshäuser, Pontoons, ganze Polizeistationen oder die Feuerwehr. So läuft das hier. Und dann kommt es. Das Ziel unserer Reise. Die Tower Bridge. Man könnte sagen, wir haben es fast geschafft. Wir freuen uns. Die Fahrzeit hat exakt gepasst. Wir sind etwa 10 Minuten zu früh hier. Sorgen machen wir uns jetzt keine mehr. Das Geschaukel auf dem Wasser nimmt weiter zu, insbesondere weil der Verkehr das Gleiche tut. So, wir sind vor der Tower Bridge. Magic moments, magic moments, magic moments. Catherine. Magic Moments, House St. Catherine's. Roger that, make you out to the entrance, the lock is open and the footbridge is up. You will be able to enter immediately on a run. Thank you very much for coming in. Now, are you in company or are you on your own? Der Schleusenwärter hat uns angefunkt, noch bevor wir vor der Schleuse waren. In nettem Ton hat er uns aufgefordert, einzufahren. Wir sind wohl das letzte Boot für die anstehende Schleusung. Na prima. Das ist doch ein perfektes Timing. Er erklärt uns jetzt noch alles Mögliche für die Schleusung. Wir müssen uns aber noch dafür klar machen und hören kaum noch zu.
Einfahrt zur Schleuse ist an Geschaukel kaum zu überbieten. Und so voll wie die Schleuse schon ist, brauchen wir keinen freien Platz zu suchen. Denn es gibt nur noch einen. Mal sehen, wie wir da festmachen. Alle Segelboote hier. Wir sind die einzige Ausnahme und retten die Quote der Motorboote. Und was gibt es hier? Ein Schleusenhälfter, der die Leinen annimmt. Das sollten sich die Franzosen mal angucken. Die andere Richtung ist doppelt interessant. Da musst du hektisch elektrisch wie ein Ein genialer Service. Der Schleusenhelfer informiert über alles, hat bereits unsere Anmeldung mit Platznummer, Wegweiser und einen elektronischen Türschlüssel. Klasse. Und nachdem wir ein echt schlechtes Anlegemanöver und Line-Management hingelegt haben, waren wir froh für seine Unterstützung. Die Schleusung dauert recht lang und wir haben Zeit für einen ersten Überblick. Was für ein Verkehr hinter uns auf dem Fluss. Gut, dass unser Schleusentor zu ist. Ausfahrt aus der Schleuse. Wir fahren als letzter. Die Marina hat mehrere Becken und so sucht jeder seinen Platz. Manchmal eben auch rückwärts.
Es gibt noch eine weitere Klappbrücke, die gleich nach unserer Durchfahrt schließt. Jetzt sehen wir, alle Wasserflächen hier in den St. Catherine's Docks sind umbaut, meist mit mehrstöckigen Häusern. Ein ziemlich ungewohnter Anblick für uns. Erst sind wir von der Wirkung überrascht, aber finden das sehr schnell unglaublich heimelig und attraktiv. Jetzt noch anlegen und festmachen. Dann haben wir den Turn geschafft. Pünktlich und nach Fahrplan. Was will man mehr? Die erste Runde im und um den Hafen herum machen wir erst in der Dämmerung. Der Anlegercafé hat heute sehr lange gedauert. Wir liegen quasi am zentralsten Ort in London, neben dem Tower of London, der Tower Bridge und in Reichweite der vielen Skyscrapers. Dazu in einer wirklich gepflegten Marina mit einem Shop in der Nähe und einem tollen Pub auf dem Gelände. Obwohl wir der Natur eigentlich näher sind als der Großstadt, finden wir die Szenerie beeindruckend. Jetzt sind wir Teil davon und haben die Wahl unseres Reiseziels nicht eine Sekunde bereut. Und wieder ein bedeutsamer Unterschied zum Rhein. Bei uns wird alles, was nicht selbst auf dem Wasser fährt, geschoben. Hier wird nur gezogen. Das ist aber auch wirklich die letzte Weisheit für heute. Wir bedanken uns bei dir fürs Zusehen und beim Mitfahren auf der Magic Moments. Wenn dir der Film gefallen hat, lass ein Like und auch ein Abo da. Wir freuen uns. Bald kommt mehr aus London. Für heute sagen wir Bye und für alle Bootfahrer natürlich Handbreit.